Deutsch lernen durch Hören. IKEA-Effekt. IKEA kennt fast jeder. Es ist eine schwedische Ladenkette, bei der man Möbel kaufen kann. Man kauft aber keine ganzen Möbel, sondern Einzelteile als Bausatz. Diesen muss man dann zu Hause selbst zusammenbauen. Normalerweise geht das auch ganz einfach. Es gibt eine Bauanleitung, die man Schritt für Schritt befolgen muss. Sogar das Werkzeug ist meistens mit dabei. Durch das Zusammenbauen des Möbelstückes entsteht eine Beziehung zu ihm. Man war kreativ und hat das Regal mit eigenen Händen gebaut. Dadurch gewinnt es für den Besitzer an Wert. Das nennt man in der Wirtschaftsforschung den IKEA-Effekt. Etwas, das man selbst gemacht hat, hält man für wertvoller als etwas, das man fertig kauft. In unserer Nähe hat kürzlich eins dieser Einrichtungshäuser neu eröffnet. Meine Nachbarin wollte dort einkaufen gehen. Ich brauchte Kugeln für meinen Weihnachtsbaum und begleitete sie. Wir gingen gemütlich durch den ganzen Laden. Als wir an der Kasse waren, hatte ich die Kugeln vergessen. Aber dafür lagen 3 Bilderrahmen und 5 Sofakissen in der Einkaufstüte. Und anschließend verzehrten wir im IKEA-Café noch einen Hotdog. So geht es den meisten Kunden. Auch dies ist ein IKEA-Effekt. Man kauft viel mehr, als man eigentlich braucht. Einfach, weil es so schön aussieht. Deutsch lernen durch Hören.